Herzlich willkommen zu einem weiteren Chrono College Quickie. Bei mir erfährst du alles Wissenswerte rund um die Chronobiologie. Und wie der Name schon sagt, geht es hier kurz und knackig zur Sache. Heute: Wie ermittelst du deinen Chronotypen? Mein Name ist Michael Wieden. Meine Passion ist seit 2002 die wissenschaftlich basierte Chronobiologie und wie man deren gewaltiges Potenzial für unsere Gesellschaft und Wirtschaft nutzbar machen kann. In meinem letzten Video habe ich euch von Eulen, Lerchen und Tauben als Bezeichnung für Chronotypen erzählt. Aber wie kann ich denn nun feststellen, was ich für ein Chronotyp bin? Hierzu gibt es grundsätzlich 3 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist die Selbsteinschätzung. Viele Menschen glauben zu wissen, wie sie ticken. Tatsächlich haben wir auch in unseren Projekten festgestellt, dass es Menschen gibt, die ein sehr gutes Gefühl dafür haben, wie sie, ihr Körper und ihre innere Uhr ticken. Eine Chance, es selbst zuverlässiger herauszufinden, bietet sich, wenn du die Möglichkeit hast, einmal mindestens 2 Wochen, besser 3 Wochen komplett ohne externen Impuls, also Wecker, Kinder, Partner etc., einschlafen und aufwachen zu können. Meistens ist der Urlaub eine solche Chance. Jedoch, der Wecker muss zu Hause bleiben und auch mit Kindern wird es nahezu unmöglich. Denn jeglicher externer Impuls, der dazu führt, dass du regelmäßig früher aufwachst, verfälscht das Ergebnis. Es muss dir also auch völlig egal sein, dass andere das Frühstücksbuffet gegebenenfalls schon abgeräumt haben, alle Liegen am Pool schon besetzt sind oder du die Busse für die Sightseeing-Ausflüge verpasst hast. Erst wenn du alles der Chance unterordnest, dass du endlich einmal 3 Wochen komplett ausschlafen kannst, hast du eine realistische Chance, deinen genetischen Schlaf-Wach-Rhythmus zu entdecken. Dieser wird sich zudem auch erst nach ca. 10 Tagen einstellen. Denn die ersten Tage wird dein Körper so konditioniert weiter funktionieren, wie er auch an Arbeitstagen tickt. Es sei denn, der Schlafdruck durch Übermüdung ist so groß, dass du gar nicht mehr aus dem Bett kommst oder der Jetlag ohnehin alles durcheinanderwirbelt. Also all das pendelt sich erst nach ca. 10 Tagen aus und der natürliche Rhythmus ein, sofern du nicht nach 10 Tagen schon wieder gedanklich beim Abflug und der bevorstehenden Arbeit bist. Wie du siehst, ist das Experiment der Selbsteinschätzung nichts für zart beseitete Eltern mit Kindern oder Menschen, die sich im Urlaub nur über einen durchgetakteten Aktivitätenkalender entspannen. Wenn das also nichts für dich ist, habe ich noch weitere Möglichkeiten. Die zweite, wesentlich komfortablere Möglichkeit, den eigenen Schlaf-Wach-Rhythmus zu entdecken, sind wissenschaftliche Fragebögen. Hier gibt es im deutschsprachigen Raum vor allem den sogenannten MCTQ, auch Munich Chronotype Questionnaire der LMU München, entwickelt vom Professor Till Rönneberg Anfang dieses Jahrtausends. Über 250.000 Personen haben diese Möglichkeit in den nahezu 20 Jahren genutzt. Ein weiterer aktuell noch online erhältlicher Fragebogen ist der DMEQ der IFADO, Institut für Arbeitsforschung an der TU in Dortmund. Hier erhältst du aktuell nach dem Ausfüllen des Fragebogens per Mail eine Einordnung bezüglich deines Chronotyps, allerdings auch nicht mehr. Keine Zeiten, keine weiteren Infos dazu. Der Nachteil von Fragebögen ergibt sich aus der Natur, dass wir Fragen selten objektiv beantworten können. Ein und der gleiche Fragebogen in einem Abstand von 2 Wochen ausgefüllt kann schon unterschiedliche Ergebnisse bringen. Je nach Tagesform, Erlebnissen, Erfolge, Misserfolge und Schlafdruck wird der eigene Zustand unterschiedlich wahrgenommen. Somit haben Fragebögen immer mit der Problematik der Subjektivität zu kämpfen, auch wenn die wissenschaftliche Anordnung und Art der Fragestellung weitgehend versucht, diese zu vermeiden. Das Problem ist ja doch gerade bei der Verwendung solcher Fragebögen in der unternehmerischen Praxis, dass sich gegebenenfalls Mitarbeiter durch gezieltes Beantworten der Fragen einen Effekt bei der Beurteilung erhoffen. Denn in der Gesellschaft ist es zum Beispiel angesehener, ein Frühtyp zu sein als eine Eule. Somit kann der Wunsch, ein Frühtyp zu sein, auch die Antworten bewusst oder unbewusst steuern. Dies ist aber für chronobiologische Maßnahmen in Unternehmen kontraproduktiv, denn diese sollen ja dem Zweck dienen, mehr darauf Rücksicht zu nehmen, wie der Mensch tatsächlich tickt. Diese Unsicherheiten entfallen bei der dritten Möglichkeit, dem RNA-Test.
Bei diesem RNA-Test auf Basis einer Blut- oder Haarwurzelprobe haben Wissenschaftler an der Charité Berlin von einem Team um Professor Achim Kramer ca. 25 Biomarker im Blut isoliert, deren Genexpression am Ende zu einer Bestimmung des Chronotypen führt. Die eigenen Gene lügen nicht und somit bekommt man auf diesem Wege mit höchster Wahrscheinlichkeit den korrekten Chronotypen. Ein weiterer Vorteil ist, dass man auf Basis dieser Methode neben dem eigenen biologischen Schlaffenster relativ genau weitere optimale Zeiten, zum Beispiel Essen, Sport treiben etc. ermitteln kann. Daher erhält man hier am Ende auch einen 25-seitigen Ergebnisbericht. Wer mehr zu diesem RNA-Test wissen möchte, kann sich auf test.bodyclock.info informieren. Learnings für heute: Es gibt 3 Möglichkeiten der Chronotypenbestimmung. Selbsteinschätzung ist eher subjektiv, wissenschaftlich evaluierte Fragebögen bei ehrlicher Anwendung verwendbar, RNA-Test durch die Analyse genetischer Parameter frei von Subjektivität. Mehr zum Thema RNA-Test, wie er funktioniert und wie der Ergebnisbericht aussieht, erfährst du im nächsten Chrono-Quickie. Deswegen, wenn dich das Thema Chronobiologie interessiert und du mehr wissen möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Hier erfährst du alles in kurzen, wissenschaftlich fundierten, aber einfach erklärten Quickies. Und wenn du nichts verpassen willst, aktiviere die Glocke. Du hast Fragen? Schreib diese in den Kommentar, ich antworte darauf oder erstelle ein Chrono College Quickie dazu, wenn es eine interessante Fragestellung ist, die noch nicht in einem Quickie verewigt wurde. Im Text unten findest du meine Website mit Infos zu mir und meiner Person sowie einen Link zu unserem Shop mit unseren Leistungen. Ich wünsche dir einen ausgeschlafenen Tag und bleib rhythmisch.